Die Steinerburg liegt auf einem Sporn am Rand der Schlucht, welche von der Steinach durchflossen wird. Die erste Burg wurde um 1200 von den Herren von Steinach auf Eigengut erbaut. Diese standen in den Diensten der Bischöfe von Konstanz und besaßen schon seit dem 9. Jahrhundert Vogteirechte und Zinsleute in diesen Gefilden. Um 1209 werden sie erstmals urkundlich erwähnt. Anfang des 13. Jahrhunderts gab es Auseinandersetzungen zwischen dem Konstanzer Hochstift und dem Kloster St. Gallen, welches ebenfalls Besitzungen in dieser Gegend hatte. Vermutlich wurde dabei auch die Burg der Herren von Steinach in Mitleidenschaft gezogen. Archäologische Befunde weisen darauf hin. In schriftlichen Quellen wird um 1222 ein Wilhelm von Steinach als Dienstmann des Klosters St. Gallen genannt. Ab dieser Zeit liegen Herrschaft und Burg unter Einfluss der Abtei. Um 1230 erfolgte vermutlich der Wiederaufbau und die gleichzeitige Vergrößerung der Burg. Die Herren von Steinach bewohnten diese bis zu Beginn des 14. Jahrhunderts, bevor sie vermehrt in der Stadt St. Gallen lebten. Die Burg gehörte ihnen jedoch nach wie vor. Während der Appenzeller Kriege wurde die Burg um 1405 von Aufständischen erobert und bis 1407 besetzt gehalten. Nach der Niederlage der Appenzeller bei Bregenz kam die Burg wieder in den Besitz der Steinacher. Kurz darauf musste Konrad von Steinach seinen Besitz aus wirtschaftlichen Gründen verkaufen. 1432 kaufte die Familie Watt aus St. Gallen die Herrschaft. Diese waren bereits Eigentümer der Burg Rebstein. 1481 erwarb Ludwig Vogelweider die Burg und schließlich ging sie 1577 samt der verbliebenen Ländereien in den Besitz des Klosters St. Gallen über. Dort verblieb sie, bis das Kloster im Jahr 1805 aufgehoben und der Besitz vom Kanton versteigert wurde. Heute gehört die Steinerburg der Familienstiftung Pfauenmoos der Freiherren von Heil zu Herrensheim. Die Ruine, welche früher wohl durch einen Halsgraben vom Plateau getrennt war, besteht aus einem großen Turmhaus. Dieses misst 25,7 x 24,2 Meter. 3 Umfassungsmauern sind noch vorhanden. In diesen befinden sich zudem gotische Fensterfassungen. Teile der Süd- und die ganze Ostwand sind leider in das Tobel abgestürzt und deshalb nicht mehr genau rekonstruierbar. Die West- und Nordmauer sind noch etwa 2 Stockwerke hoch erhalten. Das darüberliegende Geschoss in Fachwerkmanier, der sogenannte Obergarten, wurde im Jahr 1833 abgebrochen. Hinweise auf eine Ringmauer oder einen Burghof fehlen völlig. Die Ruine wurde 1975 unter der Leitung der Denkmalpflege des Kantons St. Gallen saniert und ist heute ein beliebtes Ausflugsziel.